Man könnte meinen, beim Vanlife sei immer was. Ist leider heute so. Bei uns kam die Meldung vor 2 Tagen, dass wir unsere Bremsbeläge kontrollieren lassen sollen. Das heißt, die Bremsen sind wahrscheinlich hinüber. Wir sind schon einige Kilometer damit gefahren. Wie weit sind wir schon? Ja, etwa nur 50.000, aber sie sind halt schon wieder durch. Doch nicht so viel. Also ans Nordkap und in die Türkei, das ist schon ganz schön. Viele Pässe und es kann gut sein, dass wir diese jetzt ersetzen müssen. Und darum sind wir jetzt hier in Ankara. Hier gäbe es nämlich eine Werkstatt, da der Mann dort kann Deutsch sprechen und das ist eigentlich ganz praktisch und da fahren wir jetzt mal hin. Wir haben unsere letzten Bremsbeläge und sogar, glaube ich, die Scheiben damals in Spanien gemacht. Im Dezember 22. Das heißt, es ist jetzt über ein Jahr her, 50.000 Kilometer. Norwegen liegt dazwischen, einige Pässe, die Türkei liegt dazwischen. Also es kann gut sein, dass eben diese ersetzt werden müssen. Und wir nehmen dich jetzt natürlich mit, wie genau so ein Werkstattbesuch in der Türkei funktioniert, was für Erfahrungen wir machen und ob wir es empfehlen können. Also hier ist es irgendwie alles tiefenentspannt. Wir sind jetzt angekommen und jetzt schrauben sie unser Auto auseinander. Und Teile gibt es hier irgendwie auch, weil hier sind irgendwie über 4.000 verschiedene so kleine Werkstätten. Ja, wir dürfen uns einfach entspannen. Also das da hinten sind die Bremsbeläge und das da ist der Bremssattel. Das muss er jetzt lösen und dann kommen neue Bremsbeläge hin. Und wie cool ist das? Wir sind vor einer halben Stunde hier hingefahren, hatten natürlich vorhin schon per WhatsApp kommuniziert, dass wir heute kommen werden. Und jetzt ist 16 Uhr und er ersetzt jetzt noch alle 4 Bremsbeläge. Sind das vorne und hinten die gleichen? Nein, Gell? Ich glaube eben auch nicht. hinten ist nur klein. Ja. Also jetzt sind wir da angekommen und wir suchen diese Teile, aber als allererstes kriegen wir mal einen Scheitling. Unser Mechaniker Birol ist auch Camper und macht sich einen neuen Motor und hier sind wir in einer Motorenwerkstatt. Der hat gesagt, komm mal eben schnell vorbei. Und also falls du mechanikaffin bist, hier schnallst du ab. Das ist sowas von geil. Unglaublich.
So, das erste Rad, das ist schon wieder drauf. Die ganzen Bremsscheiben, die wir da jetzt gekriegt haben, vorhin im Laden, die haben 1300 und ein paar zerquetschte türkische Lira gekostet. Die wären so günstig, weil es türkische Teile sind. Wir hoffen, sie halten auch wieder 50.000 Kilometer, aber ich gehe mal davon aus. Was ist das? Ja. Ach so. Also die hinteren spanischen, die wären noch gut gewesen, aber wir haben hier jetzt eigentlich alles gerade neu gemacht. Eine Stunde und 20 Minuten später und wir sind fertig. Alle Bremsbeläge sind gewechselt worden und die Bremsbeläge haben eben 1300 türkische Lira gekostet. Das ist umgerechnet aktuell 40 € und für die Arbeit wollte er 60 €. Also zusammen 100 €, was irgendwie nix ist, wenn man es vergleicht zu anderen Ländern. Ein neuer Tag und guten Morgen. Wir haben gut geschlafen. Es wurde gestern doch noch recht spät, 20 Uhr. Wir haben uns noch verquatscht bei Chai und einer Fanta. Sind jetzt hier auf einem Parkplatz gelandet. Nichts Spektakuläres, aber hier in Ankara gibt es irgendwie nicht so wirklich was Tolles. Heute wollen wir nochmal zu Birol fahren und nochmal 2 neue Bremsbeläge für vorne kaufen, weil für 40 € bekommt man die sonst nirgendwo. Und ja, damit wir die Teile einfach haben, falls wir das wieder wechseln müssen. Zusätzlich wollen wir ihn noch fragen wegen Gas. Wir brauchen so ein Schnüffelstück, damit wir unsere Gasflasche füllen können. Wie du weißt, heizen wir ja nicht mit Gas, wir haben eine Dieselheizung. Wir kochen kochen und backen mit Gas und das hält bei uns so 3 bis 4 Monate, weil ich doch ziemlich viel und ziemlich gerne backe. Darum müssen wir uns langsam darum kümmern, dass wir unsere Gasflasche auffüllen können. Es war wieder sehr witzig. Wir haben jetzt neue Bremsbacken gekriegt für 15 € das Stück. Neues Antifreeze, gleich 2 und ein bisschen Bremsreiniger. Und jetzt sind wir bereit fürs nächste Abenteuer. Die Bremsbeläge, die neuen Ersatzbeläge haben wir natürlich noch gekriegt. Unser Auto bremst auch wieder super. Wir haben schon einen Pass hinter uns, also passt. Und jetzt noch als kleines Fazit, Zusammenfassung für dich, wie wir das Ganze wahrgenommen haben, was du rechnen kannst, wenn du eine Werkstatt in der Türkei besuchst. Und zwar ist es so, dass es relativ schnell gegangen ist. Wir sind selbst erstaunt und überrascht. Wir sind ja um 15:30 Uhr dort angekommen. Man muss dazu sagen, wir haben vorhin Birol per WhatsApp Bescheid gesagt, dass wir heute kommen werden. Eben 15 Uhr dort, haben Chai getrunken. Und 16 Uhr sagte er zu uns, ja, schlag mal die Räder andersrum ein. Und wir dachten schon, hä, für was? Und dann war es tatsächlich so, dass er direkt die Bremsscheiben oder die Bremsbeläge ersetzt hat. Scheiben mussten wir ja zum Glück nicht. Ersetzt hat und das Ganze ging nur eine Stunde. Also ziemlich cool. Es war auch bitter nötig. Ja, die waren echt ganz unten. Wissen wir jetzt, dass wir relativ schnell reagieren müssen. Darum haben wir jetzt nochmal Ersatzbeläge gekauft, dass wir die auf jeden Fall dabei haben. Was noch spannend war, ich bin dann mit ihm aufs Moped, habe mich da hinten drauf gesetzt und wir sind durch diese Gassen gefahren. Wir mussten zum Teilehändler und haben da unsere Fahrzeugnummer angegeben. Der hat dann die Teile rausgesucht. Bremsbeläge vorne, Bremsbeläge hinten, Bremsreiniger brauchten wir noch. Das muss ich gleich dann da bezahlen, dann haben wir das alles mitgenommen, natürlich erst auch wieder einen Chai getrunken und dann ging es wieder zurück und dann hat er das alles einfach so kurzfristig eingebaut. Und jetzt noch so ein Vergleich zu Griechenland. Wir waren ja schon in Griechenland und Spanien, mussten wir eine Werkstatt aufsuchen. In Griechenland im Dezember 2023, weil unsere Wasserpumpe defekt war. Da mussten wir abgeschleppt werden und wurden dann zu der
Vertretung in Tripoli gebracht. Dort war so ein bisschen die Herausforderung die Sprache. Die Tochter konnte bloß Englisch und der Werkstattleiter oder die Angestellten konnten kein Englisch. Das war so ein bisschen tricky. Und in Spanien war es so, haben wir auch unsere Bremsbeläge und Scheiben ersetzen lassen. Das war am 22, auch Dezember. ja, seither sind wir 50.000 Kilometer gefahren. Und dort ging es relativ lange, bis die Teile da waren. Die Sprache war auch so ein bisschen das Thema, weil keiner Englisch konnte, aber wir können besser Spanisch als Türkisch und Griechisch. Zusammen, ja. Und in der Türkei ist es eben so, dass wenige oder man muss gezielt jemanden haben, der wirklich Deutsch spricht, weil Google Translator ist in diesem Fall auch ein bisschen schwierig. Und wir hatten da echt Glück, dass wir Birol hatten. Ja, das hatten wir wirklich. Es hat super geklappt. Wir sind in dieser kleinen, also klein, das sind über 4000 Betriebe, die da Auto reparieren. Man kriegt da alles gemacht. Ich bin mit Birol durch diese Gassen gefahren. Wir haben noch 2, 3 andere Werkstätten besucht. Aber man kann da alles machen. Also man kann sich das Auto neu lackieren, man kann neuen Kolben fräsen, man kann neuen Motorblock machen, man kann wirklich einfach alles machen. Und wir haben auf Instagram viele Nachrichtenanfragen gekriegt, ob das dann jetzt Originalteile wären oder nicht, und OEM heißen die irgendwie. Können wir so nicht abschließend sagen. Wir wissen zum ersten nicht, ob PSA, unser Auto ist von PSA gebaut, ob die ein Werk in Griechenland haben oder ob griechische Supplier dafür die Baugruppen herstellen. Das wissen wir nicht. Es ist einfach so, dass die Teile hier in der Türkei super günstig sind. Also wir haben die Bremsbeläge, die wir in Spanien gemacht haben, haben für vorne 114 Euro gekostet, und die wir jetzt nachgekauft haben, heute haben 15 Euro gekostet. Das ist einfach schon mal ein massiver Unterschied. Die spanischen haben 50.000 Kilometer gehalten. Ist viel, vielleicht auch nicht, aber wir sind viele Pässe gefahren. Wir sind ans Nordkap und wieder zurück, Türkei, also ganze Balkan, alles ist sehr passintensiv. Ja, wir haben jetzt die Teile, so wie das Feedback von all den Leuten da ist, funktioniert das super. Die Türken fahren auch Auto, die reparieren auch ihre Autos da unten. Also das sollte eigentlich alles ganz gut passen. Und die Teile sind wirklich einfach sehr günstig. Freunde von uns haben die Kupplung heute neu gemacht für ihr Fahrzeug, ein Fiat Ducato. Und da hat der ganze Kupplungssatz 4.000 türkische Lira gekostet. Ich meine, das ist schon... Was das aktuell umgerechnet ist, das um die 120 Euro. Ja, genau. So um den Dreh rum. Ja, also wir würden uns freuen, wenn du dem Video ein Like gibst. Genau. Wenn du unseren Kanal abonnierst und an unseren Abenteuern teilnimmst. Und schreib doch mal in die Kommentare, wie du, falls du auch schon in der Werkstatt warst in der Türkei, wie du das Ganze erlebt hast. Das würde uns nämlich ziemlich wundern. Ja, ganz genau, weil wir sind im Auto unterwegs und wir werden es immer wieder haben, dass wir Werkstattbesuche haben werden. Also wir sind natürlich auch immer an Erfahrungen von anderen Leuten interessiert. Auf jeden Fall. Wenn du eine Frage hast, dann stell es auch unten in den Kommentaren, und ansonsten kann unsere Reise jetzt weitergehen. Und lass ganz viel Liebe da. Genau, und das nächste Mal sehen wir uns auf dem Weg ans Schwarze Meer. Geil. Tschüss.